In dieser Folge genießen wir am Stausee das warme Wetter mit Kajaken und Treffen von anderen Reisenden. Unser Saurer wird den ersten Defekt haben. Wir schlendern durch die georgische Liebesstadt. Ein georgisches Video ohne ein Kloster gibt es nicht. Und erleben weitere Abenteuer im Kaukasus. Für uns, aber auch für unseren Saurer. Aber seht selbst! Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Letztes Mal Fahrt auf der Heerstraße zurück ins Landesinnere von Georgien. Beim Stausee machen wir einen Tag Pause. Wir lernen andere Reisende kennen, was immer wieder spannend ist. Unterschiedliche Pläne und Fahrzeuge. Mit dem Kajak paddeln wir zur Burg Annapuri. Ein wenig spuckig. Stell dir vor, wir paddeln über ein Dorf. Wenn der Stausee nicht so voll ist, soll man sogar den Kirchturm sehen können. Wir werden von Georgiern zu ihnen nach Hause eingeladen. Auf dem Weg treffen wir auf ein Auto, das eine Panne hat, und gleich packen alle mit an. Einfach schön, diese Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Auf dem Weg hat unser Saurer den ersten Defekt. Das Kugelgelenk der Kupplungsgestänge ist gebrochen. Notdürftig kommt eine Schraube rein, bis ins nächste Dorf. Dort treffen wir auf einen sehr hilfsbereiten Georgier, der uns hilft, jemanden zu finden, der für uns schweißen kann. Wir sind super dankbar, bauen es ein und verabschieden uns von Didi. Als wir nach dem Einkaufen losfahren wollen, knarkst es schon wieder und das Kugellager ist wieder gebrochen. Wieder ausbauen und da kommt auch schon wieder Didi um die Ecke gefahren. Mit seinem Auto. In seiner Werkstatt finden wir ein sehr ähnliches, passendes Ersatzteil. Und zur Sicherheit schweißen wir das alte, kaputte noch einmal als Ersatzteil. Didi ist ein Schatz. Unser nächstes großes Ziel ist Omalu. Einige sagen, es sei nicht möglich mit unserem Fahrzeug. Wir seien zu groß. Die Puschetis Naturreservatgegend soll sehr lohnenswert sein. Probieren geht über Studieren. Die Fahrt ist lang, alles Schotterpisten. Und dass alles nass ist, bringt auch nicht gerade Vorteile.
sind einfach froh, als wir nach 7 Stunden Fahrt endlich den Übernachtungsplatz erreichen. Um uns zu informieren, was wir morgen für eine Biketour machen sollen oder wollen, fahren wir hoch zum Dorf Omalu. Die ersten 40 Kilometer sind auf einem breiten Schotterweg easy fahrbar. Danach fängt die Tour aber erst richtig an. Bei der Überquerung dieses Flusses geben wir uns wahnsinnig Mühe, ziehen die Schuhe und Socken aus, damit sie ja nicht nass werden. Diese Mühe hätten wir uns auch sparen können. Es kommen noch viele Bachüberquerungen. Das platschen nasse Schuhe. Und mit plotschnassen Schuhen tragen wir dann das Bike 1000 Höhenmeter hinauf. Total kaputt kommen wir oben an, doch für diese Aussicht und Abfahrt hat es sich gelohnt. Obwohl die Tour Hammer war, entscheiden wir uns im Dorf, als wir ein Bier trinken, dass wir morgens lieber den Bikesattel gegen einen Pferdesattel austauschen. Richtig cool, dass Plato, unser Guide, so kurzfristig Zeit für uns nimmt. Mit ihm reiten wir zum Dorf Dartlo. Auf einem schönen Wiesenstück fragt er, ob wir ein wenig schneller wollen. Ja klar, aber da war mir noch nicht bewusst, wie schnell mein Pferd ist. Als ich endlich mein Pferd wieder bremsen konnte, kommt Plato lachend hinterher und meint so, ich hätte das Schnellste bekommen. Ja toll, das hätte er vorher sagen können. In dem Fall jetzt lieber gemütlich weiter. Im Dorf essen wir traditionell georgisches Essen und laufen durch die Gassen. Den gleichen Weg reiten wir zurück. Mein Pferd ist immer das Hinterste. So gemein.
Wir machen uns wieder auf den langen Weg in die Zivilisation. Ciao, ciao, Kaukasus, bis bald! Die Gremi-Festung ist definitiv ein Halt wert. Wow, wer kommt denn da? Ach, ich hab's bis auf Schluss haben. Aber ich tue jetzt noch viel Flattermäuse. Oh. Ich dachte, ich gehe noch, bevor mich eine beißt. Die georgische Liebesstadt Signagi hat eine wunderschöne Atmosphäre mit den schön restaurierten Häusern. Auf der Stadtmauer spazieren wir und genießen die Aussicht. Geht's?
Das Kloster Bode ist gar nicht weit entfernt. Für die Georger ist hier eine sehr verehrte Heilige begraben, die heilige Nino. Beim Torbogen von Signagi übernachten wir und lassen die Aussicht auf uns wirken. Unsere Zeit in Georgien neigt sich langsam dem Ende zu. Den letzten Halt machen wir noch im Lagodeki Nationalpark. Wir dürfen nicht auf dem normalen Parkplatz parkieren, weil wir zu schwer sind. Hätten wir doch nicht so viel leckere georgische Spezialitäten essen sollen. Sie meinen nicht uns, sondern den Sauren. Wir dürfen schlussendlich gleich hinter dem Touristenbüro parkieren. Das ist natürlich noch besser. Nachmittagsspaziergang zum Schwarzen Wasserfall. Heute wieder eine Biketour, oder besser gesagt Hike and Bike. Flussüberquerung und 1500 Meter Bikeschultern. Ah, da kommt nicht nur ein Bike, da kommt sogar noch eine mehr. Bei der Meteora-Hütte sind wir langsam müde. Und entscheiden uns nicht den Rundweg zu machen, sondern lieber den gleichen Weg zurück, denn dieser hat sehr spaßig ausgesehen, hatten ja genügend Zeit beim Hochlaufen zum Schauen.
Zurück beim Sauer wollen die Mitarbeiter wissen, was wir heute gemacht haben. Es gibt eine Showrunde auf dem Pferd. Den Mountainbiker hatten sie bisher jetzt in diesem Nationalpark noch nicht. Wenn alle Mountainbiker wüssten, was sie verpassen. 1500 Tiefenmeter Geister-Single-Trail. Mit diesem Erlebnis verabschieden wir uns von der wunderschönen Zeit in Georgien. Ein Monat ist viel zu kurz für Georgien, aber das nächste Land ruft. Bis zum nächsten Mal in Aserbaidschan. Ciao! Tschüss!